Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Ottenalm-Parkplatz in Walchsee und ich gehe heute mit euch auf die Harauspitz und auf die Haraualm. Wir gehen da neben dem Sportplatz los und gehen als erstes einmal der Beschilderung ganz kurz Richtung Ottenalm nach. Auf geht's! Von unten rauf sind es knappe 30 Meter Teerstraße. Dann geht es für uns schon rechts weg in einen schmalen Steig. Und schon geht's nach rechts. Es steht auch geschrieben, Harauer Spitze. Dann gehen wir natürlich links rauf. Jetzt ist die flache Straße beendet. Für uns geht es jetzt entsprechend der Beschilderung auf Richtung Harauer Spitze und Kugelwand. Ja, die Spuren von Downhill fahren. Gell? Links über die Wurzeln fährt er nicht runter. Er fährt natürlich da und bremst schöne Spuren rein. Das Ringwasser macht dann einen Rest. Und die Erosion nimmt ihren Lauf. Schade, dass manche falsch verstehen und nicht in ausgewiesene Strecken fahren. Da gibt es nur mehr Gabelung da herum. Und wir gingen natürlich da links auf, weiter Richtung Harauspitz. Und jetzt meine ich, sind wir, wenn wir dann nur mehr links gingen, schon ober am Teil von der Kugelwand, die sich durchstreckt bis hinter zur Ottenalm. Da ist auch ein Klettergarten drin und der Klettersteig geht da auch noch auf. Wir kommen zu einer lustigen Beschilderungssituation, sage ich jetzt einmal. Da geht der Pfeil nach rechts. Es geht aber auch direkt daneben einer nach links. Ich glaube, der nach rechts.
soll einen zum Bankerl führen. Und wenn man genug gesehen hat, dann geht es, ich meine, nicht ganz links weiter, sondern da. So, das schaut so aus, als hätten wir den ersten wichtigen Anstieg schon hinter uns. Da geht es jetzt rechts weiter. Wir kommen praktisch am Hausberg vorbei. Der liegt mehr oder weniger auf dem Weg zur Harauer Spitz. Die Tour kommt da herum so daher wie ein Waldspaziergang. Wir sehen gerade raus Richtung Loch nach Horn, das gerade vom Nebel verschluckt wird. Da weiter hinten sehen wir einen Karkopf und einen Breitenstor. Und wenn wir weitergehen, können wir auf die Riederalm hinaussehen. Premium-Wanderweg. Wahrscheinlich wegen der roten Bankerl und die Hinweistafeln. Aha. Ja, da haben wir einen offiziellen Breitensteinblick. Wir haben den vorher schon mal gesehen. Ich gehe gerade nochmal auf so einen kleinen Aussichtsplatz runter, von dem aus wir nochmal zur Riederalm runtersehen und dann an der Kugelwand vorbei bis hinter zur Ottenalm.
Wir kommen zur Herausspitze. 1117 Meter. Es ist ein bewaldeter Gipfel. Von da herum hat man nicht viel Aussicht. Aber wir gehen ein Stückchen weiter, dann kommen wir zu einem Aussichtsplatz. Werdet gleich sehen. Wir kommen zu dem versprochenen Aussichtsplatz. Der Premium-Wanderweg zeigt wieder, was er kann. Knallrot lackierte Bänke, die in jede erhebliche Richtung eine Aussicht bieten. Da kann man es wirklich einmal hinsitzen und ein paar Minuten ganz gemütlich ausrasten. Da haben wir wieder einen Hinweis dafür, Herausspitze ist natürlich ein Stückchen herunterhalb. Auf der Herausspitze waren wir ja gerade oben. Und die Aussicht ist wirklich nicht schlecht. Hinter der Rehschauspitze ist dann der Geigelstau versteckt. Gefährlicher Abstieg heißt es da, aber nicht in die Richtung, wo man es lesen kann, sondern in der Richtung, wo wir weitergehen. Da haben sie ein paar richtig aufwendige Seilgleisen dahin gemacht, weil es daneben über die Kugelwand ganz steil abbricht. Das werdet ihr gleich sehen. Da gehen wir jetzt vorbei. Es ist aber trotzdem braucht, dass man wirklich gut und sicher vorbeigehen kann. Wir erreichen gerade einen Heraussattel. Da geht es jetzt dann links runter zu Ottenheim, den steilen Steig. Ja, wenn einer stempeln muss, dann kann er es da auch machen, wenn man sieht. Und da geht dann der steile Steig runter, schmeißt man einen Blick runter, da wo ich dann später absteigen werde. Aber jetzt gehen wir erst in die andere Richtung, runter zur Haraualm. Da schaut es halt so aus, es war noch gar nicht so viel los. Ich gehe gerade wieder los von der Haraualm. Jetzt muss ich halt die 40 Höhenmeter wieder raufgehen zum Sattel, dass ich drüben zur Ottenalm runterkomme. Ich habe geschaut, andersrum kommt man nicht wieder zum Parkplatz zurück. Und wer sich den Aufstieg gar nicht oder möchte, der muss halt gleich zur Ottenalm runtergehen und da einkehren.
aber ruhiger ist es auf jeden Fall da und die Aussicht ist auf der Haraualm auch deutlich besser. Und schon sind wir unten auf der Ottmar. Das ist wirklich ein ganz kurzes Stück als Steig und es ist steil, aber ich möchte es jetzt gar nicht so als schwierig bezeichnen. Da geht der Weg hinüber, der in den Klettersteig reinführt. Ich kenne die genaue Linie nicht auf. Er kommt auf jeden Fall oben in der, was soll man sagen, in der Scharten raus. Und da erklärt sie, warum der zum Runtergehen ganz sicher nicht geeignet ist. Wir kommen schon zur Rierder-Alm runter, die wir von oben oberhalb der Kugelwand gesehen haben. Wir sind schon wieder herunten, da wo wir in der Früh den ersten Abkürzer genommen haben. Im Anschluss an das Video zeige ich euch jetzt noch die andere Variante von da bis zum Heraushattel. Dann kann man sich das eventuell in der richtigen Richtung anschauen und muss es nicht komplett umdenken. So, wer jetzt direkt über die Ottenalm gehen möchte, der bleibt natürlich auf der Straße. Wir kommen schon rauf zur Rierder-Alm. Da kann man einkehren oder halt weitergehen bis zur Ottenalm. Und wir gingen dann an der Ottenalm rechts auf Richtung Heraushattel und über zur Haraualm. Wir kommen schon zur Ottenalm. Von der Ottenalm gehen wir gleich fast rechtwinklig rein in den Jägersteig. Das muss ein ganz kurzes Stück auf sein, aber steil und auch ein bisschen, abschüssig. Man muss schon aufpassen, bis zum Heraushattel laufen. Ja, wenn da mal Schnee liegt, kann man das Stahlseil sicher auch gut brauchen beim Rauf- oder Runtergehen. Die letzten Meter am Heraushattel, wenn man von der Ottenalm aufgeht. Und da sieht man schon runter auf die Haraualm. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren
und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacttaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.